Good morning. Ich freue mich von der Anwara mit Jüntop hier zu sein und sagen, was wir lernen können von Gott sein Wort. Das ist immer wahr, was nicht, wenn wir lesen dann sagen wir, was, oh, das hat ich noch nicht euer sein. Und so können wir uns immer wahr durch entstehen mit dort, was wir lesen dann. Wir haben in Grade 1 Jung in der Schule. Und die kennt manchmal ein Haus mit nieuwe Dingen, die er geleerd hat. Und er freut sich für das, was er geleerd hat. Und besonders in Lesen lernen, Grammatik oder Language Arts oder whatever wir das nennen. Dann auf einmal dann sagt er mir, no, wenn das ein I ist, dann ist das Sound, oder wenn das so oder so ist, dann ist das Sound. So er lehrt das. Und das freut mich doch. Aber ich glaube, en du har ook nog helemaal beantwoord van zo'n grammatik te leren. En manchmal geht uns das auch schein, aber manchmal sind wir all in dat stage, dass wir uns ein bisschen schämen, dass wir das nicht besser gewusst haben. Da war ein älterer Mann, wie Schullehrer gewesen und verschiedene Dinge getan in seinem Leben. Ein Tag dann sagt er, nu wollen wir mal das Lesen lernen oder das Grammatik oder whatever, wollen wir mal ein bisschen von der anderen Seite bekennen. Und dann sagt er, das steht, in der Schule lebe gewöhnlich immer so, die erste Person, das ist ich, und der zweite bist du, und der dritte, das ist du. Und dann würden wir vielleicht eine Gott wiesen, er. Er sagt, in einer christlichen Umgebung, du schaffst das nicht so stark, du musst das umgedreht. Du musst die erste Person mit Gott sein, der zweite muss mein Nächster sein und der dritte, das kann ich sein. Das ist, dass es Reich schaffen kann, oder Reich schaffen wird. Und das ist gleich, wo wir alle manchmal kalt kommen und vergessen, dass ich mal die dritte Person sein. So vielmals will ich die Hand krüten und ich will die erste sein. Und das ist, glaube ich, so wie fleischlich sein. Und ich glaube, das ist Krieg, wo wir aufstehen machen und wir machen uns Hand geben und dort, was Gott sein will von uns ist. So, der Topic von der und hat gesagt, unsere Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Und ich wünsche alle, dass wir eine Hoffnung, eine lebende Hoffnung haben und nicht eine tote Hoffnung. Wir können uns was am Kopf sagen und festmerken in uns Leben und das ist aber vielleicht nicht wirklich dort, was Gott geplant hat oder was Gott sein Willen ist. Und das ist wichtig, dass wir dort klar haben, dass was Gott sein Wort lehrt, dort ist dort, was Reich ist. Und dass wir auch mit dort ein Stimmen sind. Ich will wieder gehen, weil wir heute zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen hier nu für dich und wir sind dankbar hier für dich zu sein. Und wir freuen uns für deine Liebe, die du hast als Menschen und wir freuen uns auch, dass wir können deine Gemeinschaft sein. Aber Vater, so vielmals vergeht wir, dass wir uns reinigen für dich kommen. Wir vergeten von, dass wir uns besüdelt haben oder verschuldigt haben oder unsere Gedanken ganz selbst haben gerannt sind, wo du uns nicht verschammelt sein. Vater, ich freue, dass du uns vergeben, dass du uns halten, dass wir können aufmerksam sein, was dein Willen ist. Und besonders von dem, wenn wir dein Wort nennen, kicken und uns du wollen, was von lernen, dass du unsere Horten was aufmerken. Und dass wir wollen, das Wort stehen lassen und dass wir uns Leben wollen, du noch anstellen. Und nicht uns, das Wort Gottes an uns Leben anpassen. Vater, mein Verlangen ist, dass wir wollen können, aufsehen und dass dein Jesus wird zu uns reden. In Jesus' Namen. Amen. So, in Jesaja habe ich ein sehr feine Wort und wir alle wissen, dass Jesaja hat uns viel wertvolle Wort vorgeschrieben und wir können davon lernen. So, in Jesaja 55, da sagt es steht, segnet den Herrn. Das sagt, segnet den Herrn, solange er sich finden lässt. Raubt ihm an, wenn er nach dich bei ist. So, da wir uns mal ein bisschen feststellen, dass wir gehen rüt und wir segnen den Herrn. In anderen Worten, wir gehen rüt mit uns Hort, was uns das
Wir sind vielleicht bedrängt, oder es ist uns nicht ganz deutlich, und wir sind ut, nur Gott, nur der kann zu lernen. Aber was passiert ist manchmal, wir weiten das all, und wir würden auch wählen, aber ja, das weit noch, das kriegt noch, und von der hat nicht Zeit. Und das sagt uns hier in das Vers, dass wir sollen am Segen en aanroepen zolang hij nog dichtbij is. En uitnemen dit ruut, dat dan wat mij dat aanleggen dat, nu aan te zeggen. Dan wat mij dat duidelijk is, nu weet ik, dit is tijd dat ik dat wat met doe, dat ik dat dan wat doen en niet wagen en afschuiven, ik war nog mooi. En so, dat zegt dan hier, ik wil den Vers nog einmal lesen. Seht je den Herrn, zolang als hij te vingen is, als hij zich vingen laat. Als hij zich vingen laat. Roopt hem aan wanneer hij nog dichtbij is. En dat is mijn verlangen voor mezelf. Krijg zodat ik wil opmerkzaam zijn. Wanneer mij soms dingen klaar worden. Dat ik dan doe met delen en niet wagen met loten. En dan zegt de 7e vers. De Böse soll nicht mehr so leben als ich. Und der Sünder soll andere Gedanken führen. Laat am Tränen Herrn kommen, dat hij am kan jenstig zijn, gnädig zijn. Laat am sich nur Gott kehren, der veel verjäft. Der veel verjäft. So, nu denken vielleicht, nou, wir sind doch nicht Sünder, wir haben uns bekehrt, wir leben reich, aber danach, so gut es wieder auch verhauen, dann auf einmal war wir doch an, dass hier habe ich eben, wo ich könnte anders gehandelt haben, als ich habe. Hier sind ich doch kort gekommen. Hier habe ich mich doch anders benehmen, wenn andere mich nicht reich behandeln, dann ich habe mich danach anders benehmen. In ein Land wir mal einen Rechter, und er deed seine Arbeit als ein Rechter, dat weet we, dat Urteil sprechen über andere Menschen, das im Gefängnis nennen, oder das sagt, was immer, was dann ein Rechter seine Arbeit ist. Und er hat da einen Mann mit dem Tag, was er schaffen, dass er ihm immer sehr kritisieren. Sehr fand rauf teilen, was mit einmal wir. Und das Mann, das Rechter, der wird gewöhnlich dann bloß freundlich in den Stall sein, bei Jan, Mann am, wo er utgemerkt und nicht gemerkt und was immer. Und dann, wenn er dort ist für ihn, dann wird er seine Arbeit wieder tun. Er wird immer freundlich, wenn Jan, Mann am, der wird dann behandeln. Und die Menschen am, die können das allmäßig nicht verdrehen. Das Rechterhafte mag den Mann mal im Gefängnis zu stoppen, oder den mal mal de Meinung te wezen, der hat dat reich, hij kan dat doen. Maar hij deed dat goed. Hij laat immer toch, hij frentelt en dat ze dat deed. Een dag is het waar als dat passiert en dan van door wagen ze nu een eten, die mensen topen eten. En dan door das vraagt aan weer, waarom hij den man niet mal über Zeit schaffen deed. Anstatt mehr, was immer, was den ich am der einmal so dort bodern kann. Dann leicht das Mann seinen Gaffel und Maße an und sagt er, in unserer Stadt lebt eine Frau und da hat ein Hund. Und wenn das ist Vollmond ist, dann geht der Hund danach überrührt im Wald den Mond an. Und dann nimmt er wieder seine Gaffel und atmet wieder. Und die Menschen wundern, was hat das zu bedeuten? Was meint er nu dat von den Hund und der Frau, was hat das zu bedeuten? Und dann sagt er bloß, der Hund konnte danach überbauen, aber der Mond, der Tag, der wäre ganz schaftig auf die ganze Welt ran. Und das hat er für sich zu tun. Und das hat wir auch sollen für sich zu tun. Was immer ran uns ist, soll uns nicht bodern, und dass wir traurig werden. Das Rechter, der wird dann behandelt, wird direkt wieder in Gesicht gesagt, hij frentelt bloß. Das ist alles, was er tut. Hij leidt das Licht schien, was an arm wir. Und so soll es bei uns auch sein. Die Circumstances ram uns, die sollen uns nicht kennen, dooldrehen, traurig mehr. Wir sollen immer kennen, abkicken und sagen, Gott hat mich frei gemacht, ich bin Frau, ich lasse das Licht da gewesen, das ist, was Gott mir gewählt hat.
Jesaja 54, Vers 8. Die denken nicht so, als ich denke, und jene Wege sind nicht so, als meine Wege, sagt der Herr. So viel Hecke als der Himmel über die Erde ist, so viel Hecke sind meine Wege als jene Wege, und als mein Denken als jene Denken. So dann, wenn wir an das denken, wie viel Hecke Gott sein Denken und seine Wege sind als unsere, dann ist es sehr wichtig, dass wir dort eine klar haben. Jesus hat mir geraten, ich will mir unter Arm neuen stellen, und don't what the circumstances around uns sind. Aber ans Fleisch, das wird so leicht, futztrüdig sein, wenn uns wer schlecht behandelt. Oder wenn something nicht so passiert ist, uns hat jankern, dann wird wir hostig werden, trürig sein. Das Rechte, die können immer weiter freundlich. Am wird schlecht behandelt, die können immer weiter freundlich. Und so, wir wollen auch vielmals so aus das Rechte, der heute macht, wir haben nicht die Macht, aber wir würden danach vielmals unsere Macht nehmen, in den Jahren die mal sein, was wo du zu kommen hast. Und es steht uns Licht dagen loben. Wir sind bloß gefordert, dagen zu loben. Und wenn dort in uns eine Hoffnung, in der Leben die Hoffnung ist, dann wollen wir kennen, dort dagen loben. Aber wenn unsere Hoffnung an Jesus Christus mal so fleischlich ist oder schwach ist, und dass wir nicht näher weiten, wo die Hoffnung an Jesus verhaupt soll sein, dann wollen wir nicht schwanger kennen, das tun. So deswegen ist es wichtig, dass unsere Hoffnung an Gott sicher ist. Und dann in Vers 10 sagt er, krieg so aus der Regen und Schnee vom Himmel fallen und du nicht weiter dran gehen, aber die Erde wässert, dass es fruchtbar ist und wachsen lässt und so zum Säen und Brot zum Eten darf. Das weiß wir. Regen, der fährt nicht ab, Schnee fährt nicht ab, das kommt immer rauf und das ist immer uns Menschen zum Sehen. Excuse me. Und dann sagt es in auf der Vers, so soll mein Wort, wenn ich reden, gerät, nee, so soll mein Wort, wenn ich rede, sein. Dort wird nicht ladig nur mir zurückkommen. Dort wird dort donen, was ich haben will, und dort donen wird ich dort gegeben haben. Oder wird dort gegeben ist. So, nu wollen wir uns das feststellen. Gott hat das Wort gegeben, so ist es, so soll es sein. Nu haben wir können entscheiden, als wir uns wollen neue stellen oder als wir unsere Meinung wollen leben. Dort hat Gott abgeladen für mich und die. Wenn wir uns der neue stellen, dann wird es Frucht bringen. Wenn wir uns aber nicht der neue stellen wollen, unseren eigenen Willen leben, dann kann das gar nicht Frucht bringen. Dann bleibt es leer. Wir waren 15 Jahre jung, hielt mal eine Predigt. Und der Prediger, der redet sehr direkt von, ein Mensch ohne Christus lebt in einem Fluch. Weil der lebt in Sinn, der ist ein sinnhafter Mensch. Ein Mensch ohne Christus lebt in einem Fluch. Und so der Prediger hat ihm nicht viel gehalten. Er war 15 Jahre alt, er hat sich da nicht viel nennen gelassen. Aber als er den 100. Geburtstag hat, dann ist er all über den in ein anderes Land getragen. Und dann, als er den 100. Geburtstag hat, ist er all allein. Und dann sah er sich büten auf einen aufgesägten Baum dort. Und dann fängt er an, über sein Leben nur zu denken. Und dann kommt er 25 Jahre Tränen. Als er 15 Jahre war, dann hat er die Predigt gehört. Und der Prediger hat so und so gesagt. Und so hat er geredet. Und dort wir er nicht mehr losgeworden, aber er beknäuert für Gott wie in Prache. Gott, ich will nicht ohne Jesus mehr leben. 25 Jahre hat er gedient, dass das Wort auf einmal hat, könnt Frucht bringen. Und so, von der an, ich und du sind hier von der an taub, und uns ist das Verlangen, so zu leben, als Gott uns lehrt in sein Wort. Und wir können manchmal Dinge nicht verstehen. Dann geht mir das ein Prediger sagt. Ich habe einen Mann am Arm und sagt, er war traurig an, das merkt, dass er das Wort Gottes nicht verstehen kann. Es sind so viele Dinge, was er nicht verstehen kann. Und dann sagt der Prediger, die merken an keine Sorgen, die was er nicht verstehen kann. Aber die, was er verstehen kann, die merken am Sorgen, wie er kennt manchmal nicht alle nur. Und ich glaube, dort ist das, was bei uns soll schaffen.
Dort, was wir verstehen können von Gottes Wort, dass wir auch willig sind, dort zu leben. Und wenn wir dort nicht leben wollen, dann merkt uns gleichzeitig. Aber wenn wir dort leben wollen und wir dort wollen sein, hier oder dort sind ich ein Kartje kommen, dort wird uns traurig mehr. Dort wird uns Wort zu schaffen mehr. Dort wird uns merken, da uns der Neue zu stehen. Und dort wird uns merken, mehr zu forschen, wo es kriegt, dass ich leben soll, und dass mit dort wird stehen. Wir würden leicht so geneigt sein, so zu leben, als uns das jankert, und dann sagen die Bibel, die non zu passen. Und es steht, uns Leben ohne Bibel non zu passen. Und ich wünsche, dass wir das können auf eine rechte Weise tun, uns Leben ohne Bibel non passen. Das Wort steht da. Und dann sehe ich, wo ist es, dass mein Leben wird matchen mit dort. Dort soll uns Ziel und uns Verlangen sein. In Jeremia 29, Vers 11, da sagt es dit. Ich habe das gut für ihr übergedacht, sagt der Herr, und was ich für ihn geplant habe. Und Herr, ich habe für uns was geplant. Und er sagt es dit. Was ich für ihn geplant habe, ist Friede und Erfolg. Das ist, was Gott für uns im Plan hat. Friede und Erfolg. Und nicht Schulden. Ich will ihnen eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das ist, was Gott für uns geplant hat. Er will, dass ich und du eine freudige Hoffnung leben können. Dass wir in Friede und in Friede in dieser Hoffnung, was in Jesus Christus erst leben können. Das ist Gottes Plan. Und er sagt, das hat mir gut übergedacht für jeden Menschen. Das hat mir gut übergedacht. Das ist, was mein Verlangen ist für jeden. Das ist nicht mein Verlangen, dass ihr in euer, in Wort, in Anmut rumleben soll, rumgehen soll. Das hat Gott nicht geplant. Aber hat sich das gut übergedacht, sagt er. Was er für uns geplant hat, ist Friede und Erfolg. Und wenn wir wollen Friede und Erfolg haben, besonders Erfolg, damit wir in Jesua gehen und das erste Kapitel lesen. Du kannst sagen, was Gott zu Jesua sagen wird. Wenn du die wirst an mein Wort hältst, dann wirst du Erfolg haben. Und er sagt das so auch ab ein von Jesua sein Buch. Wenn du die wirst an dort holen, was ich gesagt habe, dann wirst du Erfolg haben. Wir alle wollen Erfolg haben. Das ist, was wir alle wollen. Keiner von uns ist zufrieden mit, oh, das war nicht gleiten wird. Keiner von uns will sich dort zufriedenstellen. Und das soll auch nicht. Wir sollen immer weiter dafür streben, dass wir wollen Erfolg in uns Leben haben und dort braucht, dass wir Gott sein Wort leben und lesen. Lesen und leben. Vers 12. Dann wollt ihr mich anbeten und die wollen kommen und mich freuen und ich will nur jünd horchen. Die wollen mit einem reinen Hort und ihren Hängeron mich sehen und die wollen mich finden. Hier haben wir das Wort, die wollen mich finden. Und das sagt, wir wollen mit einem reinen Hort hängeron sein, Gott, und wir wollen am finden. Vers 14. Und die wollen nicht vergebens nur mich segnen. Wir wollen nicht vergebens nur Gott segnen, sagt es hier. Wenn wir dort mit einer Abbrecher wollen, dann sagt es, wir wollen nicht vergebens nur am segnen. Sagt der Herr, ich will ihn dort loten, waar beter gehen, und will ihn von manch all die Völker und von all die verschiedenen Städten bringen, wo ich ihn verschlafen habe, sagt der Herr. Ich will ihn nur die Städte bringen, von wo ich ihn weggeführt habe. So, das ist Gott sein Verlangen. Er hat uns auf verschiedene Wege geführt. Er redet hiervon, das Volk Israel, das in die babylonische Gefangenschaft wären und wo er irgendwas bringt. Aber wir können uns dort von der annehmen, was Gott sein Verlangen für uns ist. Er will, dass wir sollen in Frieden und in Frieden leben. Das ist Gott sein Verlangen. Römer 15, Vers 13 sagt es dit. Möcht der Gott, von dem alle Hoffnung kennt, durch jenen Glauben en Arm volop Friede und Friede schenken. Dat jene Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft en jün wassen wird. Wassen kann. So, hier war so wie, dass
de geloven aan Jezus Christus, die wordt ons vrede ook vrede geven. Vrede ook vrede, beides. Da wordt een vrede zijn dat we weten onze zinnen zijn vergeeft. Dan wordt ons dat een vrede geven, wils ik weet. Dat wat verder wie is niet meer. Dat is waar. Ik brauche nicht graben. Ich habe den Vers nicht abgesagt, aber wir haben einen Vers in der Bibel, das sagt, dass Gott wird unsere Sinnen wahrnehmen und er wird im Meer, wo das tiefste ist, wo keiner wird ankommen kann, du wird er nennen, dass keiner mehr wird finden. Er wird nicht mehr gedenken, sagt er. Das ist Gott mit uns handeln. Handeln wir auch so mit unseren Mitmenschen um uns? Wo sagen die unsere Hoffnung in Christus? Wo kijken die dan aan, wanneer we van onze Hoffnung in Christus reden? Aber was sagen die von uns? Sagen die dat Leben mit onze Wied taubstemmen und dass diese Friede und das Friede in uns Reality ist? Redet wir bloß von, und wann wat jeden uns geht, dann schafft es alle nicht rein. Mijn verlangen is dat we dat worden verstaan kunnen. Maar ik een beetje aanloop en wat we door deze week geleerd hebben van broeder Tim Zuck, is dat zeer wertvoll geworden. Dat op einmal wird ein Vers en deel dingen non-vlechten. Ruit nemen, oh dat past met dat de top en dat past met dat de top. En dan merkt dat op einmal veel meer sens wat erbij geschreven staat. En so, dat is mijn verlangen, dat we dat alle top worden, immer beim Lehren, beim Wassen bleiben. Römer 4, Vers 1. Römer 4, Vers 1 sagt uns es dit. Wils wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. What is the key part? What is the Schlüssel für diese Vers? Das sagt, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind. Das hat mit zu tun, wo wir dort glauben. Glauben wir, dass Jesus Christus uns Herr ist. Glauben wir, dass er unsere Sinnen vergeben hat. Erst unsere Hoffnung fast ab dort. Dann kommt es heran und sagt, Friede und Friede wird in uns sein. Friede und Friede wird in uns sein. Unsere Hoffnung an Jesus Christus. Oh, ich habe ein bisschen abgemixt. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dann in der zweiten Vers sagt er, durch den uns der Weg aufging nur die Genut, in der wir stonden, und wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Freuen wir uns. Haben wir diese Freude und das Friede in uns, was leben wir. Ist das die Hoffnung, wo ab uns Glauben einmal gestärkt wird. Galater 4, Vers 5. Unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht werden. Was der Heilige Geist uns bewegen wird, das ist unsere Hoffnung. Das Glauben an Jesus Christus. Das 6. Kapitel. Galater 4, Vers 6. Bei Christus Jesus teilt das nicht in Bett, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben, dass durch Gott seinen zum Verstehen kommt. Durch Leib einer zum anderen wird zum Verstehen kommen. Er verlangt nicht, dass wir sagen, doll bitterliche Dinge tun. Aber er verlangt Glauben. Und das Glauben ist, dass Jesus uns frei gemacht hat. Dass Jesus unsere Sinnen vergeben hat. Epheser 1, Vers 18. Mag er jünt de Ansicht geben, im Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung in Jesus Christus ist. Da er für jünt Reut hat, und wo groß und herrlich das Aufgott ist, dass alle Heiligen in Christus gekriegt haben. Alle Heiligen in Christus gekriegt haben. So das meint, ich und du haben diese Hoffnung, dass was Christus getan hat, dort hat uns frei gemacht.
Wir sind in voller Hoffnung, dort, was er getan hat, das haben wir angenommen und dort wird sie sein. Wir zweifeln nicht mehr über dort. Das ist eine Hoffnung, was wir nicht sein können. Das ist nicht eine Hoffnung, was wir anfühlen können, aber das ist, was wir im Glauben annehmen. Jesus ist gestorben. Er hat das Kreuz ab sich genommen. Was eigentlich schuldig wären, hat er ab sich genommen. Er hat uns losgekauft von das Kreuz, wo wir schuldig wären. Titus 3, Vers 7. Dat wir durch seine Gnade sind gerecht geworden, oben sind, weil wir die Hoffnung auf ewiges Leben haben. Wir haben diese Hoffnung nicht zu sterben. Wir haben Leben, was nicht was zu eng sein, sondern das Körper ist, was zu eng sein. So ein Leben haben wir. Das, was wir bleiben können. Das, was wir annehmen können. Und das ist unsere Hoffnung. Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung haben wir aus einen festen, sicheren Anker für unsere Säule. Hier haben wir das. Für unsere Säule ist das was sicher. In der Jetbad hängen den Verhang im innersten Heiligtum, im himmlischen Tempel. So, hier sehen wir dort, das Schreiber, der nimmt das vom alten Bund rüt und sagte, der Hohepriester, der ging einmal das Jahr durch am Allerheiligsten nennen und schaffte Versöhnung für die Menschen. So, und hier nimmt er rüt, dass Jesus erst den Nennen gegangen und hat uns ein fester, sicherer Grund gegeben, wenn wir da waren und leben, dann sind wir gerannt. Dann haben wir ewiges Leben. Diese Hoffnung ist an uns verklaret. Und wenn es nicht ist, dann ist es bloß bei uns something anderes, dann sollen wir sehen, warum ist das bei mir dann nicht sicher? Die Schrift sagt uns das so klar, dass das was sicher ist und dass diese Hoffnung bei uns kann fest sein als ein fester Anker. Was ganz fest ist. Wenn das bei uns nicht so dort ist, dann wird mein Verlangen sein, dass wir können was mit tun, dass das kann sicher sein. Wie es die Bibel sagt, das so klar. Wenn wir uns das Vers noch einmal lesen, in Titus 3, Vers 7 sagt es, dass wir durch seine Gnade sind gerechtfertigt worden, oben sind, weil wir die Hoffnung auf ewige Leben haben. Nicht das, wo wir kriegen, das sagt, das haben wir. Und dort ist mein Verlangen, dass das bei uns alle klar sein und dass wir mit dieser Friede und diesem Friede im Leben leben können. Gott will uns beruhigen. Er hat einen Purpose für dein Leben, er hat einen Purpose für mein Leben. Und das muss matchen mit dem, was Gott sein wird lehren wird. Und dann, wo wir Erfolg haben, wie es unsere Hoffnung ist ab dort. Dankeschön und mag Gott ihn segnen.